Hi, ich bin Jonas, Desper's Chief Product Officer. Heute nehmen wir euch mit nach Wittmund in Ostfriesland zur Raiffeisen Volksbank. An Desperate gefällt mir super, dass ich von zu Hause schon koordinieren kann, wo ich am nächsten Tag sitze. Das heißt, wo meine Kollegin auch sitzt, die mit mir in einer Abteilung tätig ist und wir den Austausch dadurch viel besser fördern können. Als Führungskraft habe ich einen sehr schnelllebigen Alltag, der sich schnell verändern kann daraufhin über mein Smartphone sehr einfach den Arbeitsplatz buchen, wieder freigeben und so auch wieder Raum für weitere Arbeitskräfte schaffen. Mein Name ist André Kasten, ich bin Vorstandsmitglied der Raiffeisen Volksbank EG in Aurich. Die Raiffeisen Volksbank hat eine Bilanzsumme von 2 Milliarden Euro und wir haben 300 Mitarbeiter, sind in der Region Ostfriesland vertreten. Wir wollen als moderner Arbeitgeber auch Möglichkeiten schaffen, flexibel zu arbeiten. Also wir haben vor tatsächlich, dass wir 3 Tage uns in Präsenz auch treffen, dass wir uns sehen, dass wir uns austauschen können und 2 Tage sind grundsätzlich im Homeoffice angedacht und möglich. Es kann auch nicht effizient sein, wenn wir Rieseninvestitionen in Technik machen und am Ende des Tages einfach für jeden einen Platz noch vorsehen. Das heißt, eine 1:1, ein Arbeitsplatz, das kann nicht die Zielsetzung sein. Und deswegen haben wir gesagt, die Herausforderung ist es, auf der kleinen begrenzten Fläche möglichst viele Mitarbeiter auch unterzukriegen und darauf sind wir auf Desperate gekommen. Wir haben letztendlich durch die Umstellarbeit haben wir gesagt, wir wollen das Obergeschoss gar nicht mehr nutzen, weil wir es auch barrierefrei möglichst ausstatten wollten und haben deswegen auch tatsächlich heute nur noch das Erdgeschoss in Nutzung. Für uns ist es wichtig, dass eine Anwendung, dass das einfach ist. Man unterschätzt oft, wie eine Administration, wie das funktioniert, aber am Ende muss es sowohl von der Administration als auch von der Anwendung für den Nutzer, für den Mitarbeiter intuitiv sein, einfach sein. Und da hat uns Desperate in beiden Punkten überzeugt. Das dauert einen halben Tag, dann ist das eingerichtet, einen halben Tag und dann läuft das System. Wir haben viel positives Feedback zu Desperate auch bekommen. Die App ist super einfach zu nutzen, man kann sehr schnell sich den Arbeitsplatz buchen, deswegen sind alle sehr zufrieden damit. In meinem Berufsalltag bin ich immer viel unterwegs. Normalerweise sitze ich in unserer Filiale in Remels und dafür war es heute einfach praktisch, dass ich mir einen Platz hier in der Filiale in Wittmund buchen konnte. Desperate ist für mich ein nützliches Tool, um morgens einfach feststellen zu können, ob alle Kollegen da sind, ob freie Plätze da sind oder ob ich überhaupt losfahren muss oder im Homeoffice bleiben kann. Seit der Einführung von Desperate bemerken wir auf jeden Fall hier in Wittmund, dass sich das Zusammensein und die Zusammenarbeit verändert hat. Im Positiven. Man tauscht sich viel mehr aus, man weiß, wann der andere da ist, kommt dann vielleicht auch mal mehr in die Filiale, um dort zu arbeiten. Unternehmen haben ganz oft das Problem, wie wir auch an anderen Standorten, dass man eben nicht weiß, wie die Arbeitsplätze genutzt werden. Und dann entstehen eben diese Schreibtischwüsten. Und um dem entgegenzutreten, kann man eben Desperate gut nutzen, um dann tatsächliche Auslastungsdaten auch zu bekommen und die dann eben zu nutzen, um Desk-Sharing-Quoten festzusetzen oder dann auch für den Umbau das dann entsprechend einzuplanen. Funktional mag das alles irgendwie ähnlich sein, aber es muss eben so dieses gewisse Etwas haben, diese Einfachheit in der Bedienung, das Smarte, was eine gute Lösung von einer ordentlichen unterscheidet. Und deswegen haben wir Desperate im Einsatz.